Jetzt gehen wir einfach hier weiter, ein bisschen die Stufen lang und kommen zu dieser schönen Lambretta, die sehr nach 80er, 90er Jahre British Style aussieht, mit Gold und sowas. Und ich sehe auch schon den Besitzer kommen, der ganz weit angereist ist, nur für dieses Event. Und er wusste nicht mal, dass es eine Custom Show gibt. Stefan Schinke aus Bremen, alter Kumpel von mir, der ist jetzt hier 800 Kilometer gereist. Stefan, erzähl doch mal alles über dich, was ich nicht schon gesagt habe. Also Jesko neigt ja so ein ganz bisschen zum Übertreiben, wie wir wissen. Es sind nur 650 Kilometer. Ich komme auch jetzt nicht aus Bremen, sondern aus Braunschweig. Aber ja, ich bin Stefan Schinke von den Minusschraubern Bremen. Und ich habe einen schönen alten Roller mitgebracht. Ihr habt die Lackierung vielleicht schon ein bisschen gesehen. Das ist typisch britischer Custom Style aus den 80er Jahren. Ich habe den Roller gekauft 1995, vor 30 Jahren in England direkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann der so umgebaut wurde. Das kann durchaus sein, dass das jetzt 35 bis 40 Jahre alt ist. Dafür ist die Lackierung noch wahnsinnig gut erhalten. Das heißt, du besitzt im Prinzip dieses Fahrzeug schon länger, als der Originalbesitzer das besessen hat. Ziemlich sicher, ja. Ich habe noch mal ein bisschen Geld investiert, ein bisschen neuer Chrom, ein bisschen wieder aufpoliert. Der Motor ist komplett neu gemacht worden. Ist das der alte Motor noch oder ist das ein komplett neu? Also es ist ein TS1, es ist ein Toughspeed-Auspuff. Ist das noch der alte? Das ist noch der alte Toughspeed-Auspuff, das ist noch der alte TS1, der aber neu beschichtet worden ist. Und alles andere, was an Verschleißteilen da ist, wie Kurbelwelle, Kupplung und so weiter, das ist neu, das Gehäuse auch. Und zur Lackierung, das ist ja teilweise Pinstriping, das ist teilweise lackiert und das ist das Goldblatt belegt? Genau. Das ist eine Lackierung von Tile von Page & Paintworks, also eine ziemlich große Nummer im Custom Painting. Und es ist auch einfach geil mit so vielen Mustern drauf, Pinstriping, Blattgold und verschiedenen Metallic-Tönen. Ich muss auch sagen, damals, als ich sie gekauft habe, fand ich den Lack gar nicht so geil. Aber je länger ich die jetzt habe, desto geiler finde ich es eigentlich. Und ich bin froh, dass ich so erhalten habe. Ich muss ja sagen, ich stehe halt auch ein bisschen auf diesen ganzen Oldschool-Kram, was halt damals schon gebaut wurde. Und von daher gefällt es mir einfach, hier gedrehter Seitenständer in Chrom. Alles super. Stefan, vielen Dank, dass du uns deinen Roller vorgestellt hast. Einen dicken Applaus für Stefan, bitte.